Papier hier. Papier hier. Dank u wel, dank u wel. Papier hier. Hallo und nach hier aus Efteling, dem größten Freizeitpark der Niederlande und einem der schönsten Parks in Europa. Auch während Winter-Efteling zeigt der Park eine zauberhafte Welt. Hier am Anton-Pieck-Platz mit seinen Karussells und den romantischen kleinen Häusern zeigt Efteling schon den Stil, der im ganzen Park durchgehalten wird. Verspielt, detailliert, romantisch und fantasiereich. Ein bisschen Österreich. Das hier ist Andersland mit seiner Bobbahn und jetzt im Winter mit dem kleinen Dorf aus Österreich. Skifahren kann man hier auch, zumindest im Kreis. Ein orientalischer Palast mit türkisen und goldenen Dächern, mit Kuppeln und einem 25 Meter hohen Turm. Das ist der Orient. 1986 wurde Fata Morgana eröffnet, eine Bootsfahrt durch den Orient. Die Idee dazu stammt von Anton Pieck, dem ersten künstlerischen Leiter des Parks, der Mann, der den Efteling-Stil in den 50er Jahren erfunden hat. Es geht durch eine Festung, eine Stadt, Markt, ein Harem, eine Schatzkammer und so weiter. 300 Meter lang ist der Kanal. 130 mechanische Animatronics sind zu sehen. Für mich eine der schönsten Fahrten in Efteling überhaupt. Schon so ein bisschen Orient. Mystik. Baron 1898, ein Dive Coaster. Eine Achterbahn thematisiert im Bergbaustil. Länge 501 Meter. First Drop 87 Grad steil und 37,5 Meter hoch. Lieber nicht. Im Abenteuerland liegt der Ostbahnhof. Er wirkt wie ein Kolonialbahnhof in Niederländisch-Indonesien. An den 4 Schaltern allerdings gibt es keine Fahrkarten, sondern Snacks. Gondoletta. Seit 1981 fahren die Boote über den See. Naja, Bötchen fahren will heute keiner bei dem Wetter. Von hier kann man Symbolika sehen, die neue Indoor-Attraktion. 2017 soll sie fertig sein. Neben der Achterbahn Vogelrok Carnival Festival. Das Fahrsystem stammt übrigens von Mack. Und ab geht es durch die bunte internationale Welt des Karnevals. 14 Länder durchfahren wir in 8 Minuten. Gebaut hat die Figuren der Puppenspieler Joop Gesink. Klar, die Fahrt erinnert an Disneys It's a Small World. Nur in Efteling ist alles viel bunter.
Ah, da kommt ja die Eisprinzessin und der Feuerprinz ist auch dabei. Im Winter gibt es in Efteling den Eispalast mit Eisbahn draußen und drinnen und was zu trinken gibt es auch. Die Lok steht unter Dampf, abends fährt sie übrigens mit Lichterketten geschmückt um den Park. In dem Bereich liegt hier der Bahnhof Villa Volta und die Dromflucht, zu Deutsch der Traumflug. Bis in die 80er Jahre hinein war hier übrigens der Parkeingang. Traumflug wurde 1993 eröffnet. Meine absolute Lieblingsfahrt in Efteling. Eine Gondelfahrt durch ein Traumland, vorbei an Himmelsbogen und sich bewegenden Schlössern. Im Zauberwald begegnen wir Elfen. Der Elfenkönig sitzt auf einem Sonnenblumenthron. Alles ist bunt voller Blumen. Die Elfen fliegen, sitzen in den Bäumen, schaukeln und sie scheinen zu singen. Am Ende erreichen wir einen Wald. In der 17 Meter hohen Halle fahren die Gondeln in einer 17 Meter durchmessenen Spirale hinab. Jetzt gehen wir ins Schlafland. Das Volk der Larven kam 1990 nach Efteling. Das Volk von Laaf ist ein Themenbereich, der 1990 nach einer Idee von Toon van den Ven gebaut wurde. Van den Ven war der Nachfolger von Anton Pieck. Ja, die Schule. Die Konditorei. (1952) gegründet, ist Efteling so alt, dass man ein eigenes Museum hat. Alte Figuren, Dekorationen und Zeichnungen wie Pläne gibt es hier. Eigentlich ist das ein Anton Pieck Museum. Pieck war Maler und Illustrator. Von 1951 bis 1975 war er Eftelings künstlerischer Leiter. Er schuf den typischen Efteling-Stil. Es ist dieser nostalgisch-romantische Stil, der Efteling verzaubert, sei es im Märchenwald, bei den alten Dampfkarussells oder in der Miniaturwelt Diorama.
1987 ist Pieck im Alter von 82 Jahren gestorben.